Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten. Falls ihr im Moment auf der Suche nach einem neuen Hobby seid und vielleicht einmal das Malen für euch ausprobieren möchtet, dann lege ich euch ganz dringend Acrylfarben ans Herz. Acrylfarben sind in der Handhabung völlig unkompliziert. Ihr braucht keine Verdünnungsmittel, so wie bei Ölfarben, nur die riechen dann hinterher so stark. Und dadurch, dass die Acrylfarben wasserlöslich sind, kann man sie auch leicht wieder aus dem Pinsel auswaschen. Und was der ganz große Vorteil ist, Acrylfarben trocknen wasserfest auf. Das heißt, sie verzeihen eigentlich jeden Fehler. Ihr könnt so oft drüber malen, wie ihr wollt, das deckt immer völlig ab. Und deswegen sind halt Acrylfarben aus meiner Erfahrung heraus für Anfänger das leichteste Malmedium. Da kann man Malen am besten ausprobieren, ohne dass man viel kaputt macht. Und wie die Farben funktionieren, welche es gibt, was ihr vielleicht auch als kostengünstige Grundausstattung zunächst einmal braucht, das zeige ich euch in diesem Video. Ihr findet alles, was ich euch jetzt da sage, in unserem Buch auch nochmal in Kurzfassung dargestellt. Aber ich denke halt, es ist wichtig, dass man das Ganze mal so in echt sieht. Farben werden ganz grundsätzlich aus Pigmenten, so wie in dieser kleinen Dose, und irgendeinem Bindemittel hergestellt. Und bei Acrylfarben ist es ganz einfach Wasser. Und in diesem Wasser sind Kunstharzteilchen, ganz kleine Teilchen aufgelöst. Und da ist der Vorteil, dass nach dem Trocknen diese Kunstharzteilchen eben einen elastischen Film bilden, der nicht mehr wasserlöslich ist und das Wasser verdunstet. Und deshalb kann man die eben so oft übermalen. Was ihr über Acrylfarben grundsätzlich wissen müsst, ist, dass es die natürlich in vielen verschiedenen Qualitäten gibt. Es gibt Künstler-Acrylfarbe, das ist die teuerste. Die sind am stärksten pigmentiert, das heißt, man braucht da vermutlich weniger als von den anderen, aber sie sind halt viel teurer. Dann gibt es Acrylfarbe in Studien- oder Studioqualität. Völlig in Ordnung, also ich benutze die seit vielen Jahren auch selber. Gibt es auch wieder von verschiedenen Firmen, kann man für Anfänger auf jeden Fall unbeschränkt empfehlen. Was man noch beachten muss beim Kauf ist, dass manche Farben sehr flüssig eingestellt sind. Das zum Beispiel, das sind Acrylfarben, die sind ungefähr von der Konsistenz her, das zeige ich euch jetzt gleich, so wie die Wandfarben. Und ihr könntet auch im Notfall, wenn ihr wirklich sagt, ich will das einfach mal ausprobieren, könnt ihr theoretisch auch die Wandfarben benutzen, so diese Abtönfarben, die man beim Baumarkt kaufen kann. Ja, wie gesagt, die sind flüssig eingestellt und dann gibt es Farben, die sind so cremig eingestellt. Und es gibt welche, die halt sehr pastos sind und ja, die in der Konsistenz schon fast an Ölfarbe hinkommen. Was euch da gefällt, das müsst ihr im Endeffekt selber ausprobieren. Ich zeige euch jetzt diese verschiedenen Qualitäten mal vom Auftrag her. Dann erkennt ihr vielleicht da schon, was euch am besten liegen könnte. Ich benutze jetzt zum Ausprobieren einen Borstenpinsel und so einen dickeren Karton als Malgrund. Und einen Pappteller, wo ich alte Farbe drauf verschmiert habe, so als Palette. Ich sage euch gleich zu dem restlichen Material was, wenn ich euch das mit den Farben gezeigt habe. Gut, ich habe mir jetzt verschiedene Rottöne mal auf die Palette gegeben, ebenso unterschiedliche Konsistenz und auch unterschiedliche Qualität. Und ich male euch das jetzt mal einfach auf, dass ihr zuschauen könnt, wie euch das gefällt, so vom Farbauftrag her. Das ist jetzt eine Studien-Acrylfarbe. Das ist Magenta. Und da muss man vielleicht jetzt noch was dazu wissen. Und zwar steht auf den Packungen immer drauf, ich hebe das jetzt mal so ein bisschen hoch, dass ihr es sehen könnt, welche Qualität diese Farbe hat. Da heißt es jetzt Permanence und dann 3 Sternchen und in Klammern ein T. Das heißt, dass die Lichtbeständigkeit sehr hoch ist, also Permanence ist die Lichtbeständigkeit und das T in Klammern, das heißt Transparent, das heißt, dass die Farbe eben durchsichtig ist.
Und dann steht noch drin, wie die Pigmente heißen, die für diese Farbe verwendet worden sind. Weil an den Pigmenten erkennt man auch schon, ob eben eine Farbe deckend ist oder nicht. Manche Pigmente sind sehr deckend und manche sind sehr transparent. Dann haben wir jetzt als nächstes eine Studienfarbe, da nehmen wir mal das Cadmiumrot. Das ist ein sehr deckendes Pigment. Und da haben wir dann wieder so ganz klein, hoppla, ich muss umdrehen. Seht ihr das? Steht wieder drauf, ne? Das hat jetzt bloß 2 Sternchen. Und in dem Quadrat, da steht eben drin, dass es deckend ist. Und die Pigmente stehen auch wieder drauf, welche das sind. Dann haben wir jetzt als nächstes ein Zinnoberrot. Das ist jetzt eine Künstlerfarbe. Merkt ihr schon, dass die ziemlich dickflüssig ist, also ziemlich pastos ist. Und da steht jetzt drauf, wieder 3 Sternchen, das heißt eben auch gute Lichtbeständigkeit. Dann ist die so halbtransparent, also deckt nicht so stark ab, aber sie hat einen Heavy Body. Das heißt, dass die relativ dick angemischt ist. Die gäbe es jetzt natürlich auch in dünner oder in flüssiger, aber das wollte ich euch halt zeigen. Genau. Und dann haben wir jetzt noch Magenta nochmal. Das ist wieder Künstlerqualität, jetzt auch im Vergleich zu der Studienqualität, die ich da hier oben schon aufgetragen habe. Und die ist eben auch von der Farbeinstellung her sehr pastos. Und dann als letztes haben wir noch so eine wirklich günstige Acrylfarbe, die sind zum Beispiel für Schulen, falls Lehrer zuschauen, sind die wahnsinnig toll, weil die ergiebig sind und weil die halt auch kostengünstig sind. Es mag aber nicht jeder, wenn die so flüssig sind, weil die natürlich auf der Palette verlaufen die sehr stark. Also dann müsste man dann Paletten haben mit Vertiefungen. So, und wenn ich die jetzt auftrage, merkt ihr schon, die ist fast so ein bisschen wie die Deckfarben, die man in der Schule hat, ne, so ganz flüssig. Aber ist halt zum Beispiel auch schön, wenn man gern so ein bisschen ineinander wischt, da kann man das ganz gut machen. In den billigeren Farben, da ist ein bisschen ein Kreideanteil mit drin. Das heißt, bei den anderen Farben, wenn man die dann anschaut, die werden von der Oberfläche her die relativ stumpf, während die anderen Farben, gerade die Künstlerfarben, die werden von der Oberfläche her so ganz matt glänzend. Also das ist auch wieder was, das muss man halt in Betracht ziehen. Was man bei den Farben auch beachten muss, das ist Folgendes, da setzt sich leicht die Dispersion oben ab. Ich mache das mal auf, dass ihr das gesehen habt. Seht ihr das? Dass da oben so die Dispersion drin schwimmt und die müsst ihr halt, bevor ihr die rausgießt, müsst ihr die gut durchschütteln. Bei den anderen Farben passiert euch das nicht, weil die viel zu dick sind, aber gerade bei den flüssigen, da passiert es halt gerne. Vom Malgrund her sind Acrylfarben mit Abstand die anspruchslosesten Farben, weil ihr im Prinzip auf alles malen könnt, was in irgendeiner Form saugfähig ist. Also wo sie nicht drauf halten, das sind ganz glatte Oberflächen. Da müsste man dann Acryllack nehmen. Aber alles, wie gesagt, was ein bisschen saugfähig ist, ob das Karton ist, ob das so ein bisschen ein stärkeres Papier ist oder ob das ist zum Beispiel eine Kunststoffplatte, die ich mit Leinwand bezogen habe. Das ist ganz einfach weißer Karton, den ich irgendwo gefunden habe. Den habe ich dann mit Acrylfarbe grundiert. Mein persönlicher Liebling bei Acrylfarben, das ist Graupappe. Gibt es in verschiedenen Stärken. Da könnt ihr auch zum Beispiel so die Reste nehmen von Zeichenblöcken. Also da kann man sich wirklich kostengünstig
eindecken mit Malgründen. Dann von den Pinseln her genauso, da ist es nicht, ihr braucht jetzt da nicht eine wahnsinnig große Bandbreite an Pinseln haben. Was ich euch schon empfehlen würde, wenn ihr da ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchtet, das sind einigermaßen anständige Pinsel. Ich habe jetzt die mit hergelegt, weil man das da vielleicht sieht. Ich hebe es mal ein bisschen hoch. Das sind billige Pinsel. Ne? Die benutze ich zum Beispiel, wenn ich mit Kindergartenkindern arbeite, weil die halt auch vom Motorischen her das noch nicht anders können. Aber wenn man da, ich hole mal die Farbe ins Bild, wenn man da natürlich Farbe aufträgt, hat man immer das Problem, dass die Haare so an der Seite hochstehen und dass man halt dann unter Umständen ja, so Fasern drin hat oder was auch immer. Also man kriegt da jetzt keine sauberen Striche her. Wenn er natürlich sagt, okay, ich brauche irgendwas so zum Stupfen, ne, Kinder mögen das total gerne, dass sie so arbeiten, dann sind das natürlich auch Pinsel, die man benutzen kann. Aber wie gesagt, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, dann kauft euch einen Borstenpinsel. Ich nehme immer Katzenzungenpinsel, mit denen komme ich am besten zurecht, die ein bisschen teurer sind, weil die nämlich von den Haaren her sind die sehr robust. Und mit denen kann man halt dann einfach auch sauberer malen. Der Katzenzungenpinsel, wenn ich den so auf den Kopf stelle, dann kann ich dünne Linien machen und ich kann breite Linien machen, wenn ich den eben so flach benutze. Und was er natürlich auch braucht, das ist irgendein Rundpinsel. Würde ich euch auch, das gibt total günstige Synthetikpinsel, aber bitte kauft euch nicht diese ganz billigen Schulmalpinsel, die so in alle Richtungen sich verdrehen, sondern die kosten auch nicht wahnsinnig viel, aber die sind halt echt nützlich, wenn man dann halt feinere Striche machen will. Ich mache das mal nochmal so. Oder wenn man die Farbe verdünnen möchte und halt dann so ganz feine Striche machen möchte, dann sind solche Pinsel einfach optimal. Da braucht ihr auch bloß einen, vielleicht so einen 6er oder einen 8er und dann könnt ihr praktisch alles damit bewältigen. Ja, und was auch noch eine gute Anlage ist, das ist so ein Synthetik-Flachpinsel. Das ist vor allem wieder für die Leute, die gern so fein zeichnen oder die gern so fein malen. Ich trage es mal da auch noch mal ein bisschen so auf, dass ihr das seht. Die sind halt sehr angenehm, wenn man so schön gleichmäßig malen möchte. Ne, mit den Borstenpinseln, da wird das Ganze immer so ein bisschen grob, da sieht man die Pinselstriche, und mit den Synthetikpinseln, da kann man das dann auch immer fein verwischen. Palette habe ich euch schon gezeigt, reicht für den Anfang völlig aus. Ihr könnt euch, wenn euch das leid tut, dass die Farbe dann eintrocknet, ne, das passiert gerade bei Anfängern oft, die geben oft wirklich tonnenweise Farbe auf ihre Palette, weil sie eben noch nicht so genau einschätzen können, wie viel Farbe das sie brauchen. Und da ist es ganz praktisch, wenn ihr euch einfach so einen Deckel von irgendeinem Farbbehälter, die könnt ihr beim Maler, kriegt man die geschenkt, wenn ihr euch die besorgt, weil man auf dem Deckel die Farbe dann erstens eintrocknen lassen kann natürlich und dann hinterher kann man die so wie Kaugummi wieder abziehen und hat dann wieder eine völlig jungfräuliche Palette. Und sie hat den großen Vorteil, dass ihr da einen Rand habt und wenn Farbe übrig geblieben ist, dann könnt ihr das mit Alufolie oder Frischhaltefolie oder mit einem zweiten Deckel könnt ihr das bedecken und könnt die Farbe dann am nächsten Tag nochmal hernehmen. Wobei Acrylfarbe halt relativ schnell eintrocknet, also mehr als einen Tag glaube ich nicht, dass die Farbe halt so hält, dass man sie wieder gut verwenden kann. Also wenn ihr jetzt dann sagt, okay, ich möchte Acrylmalen mal ausprobieren, dann genügt es für den Anfang vollkommen, dass ihr euch erst einmal nur 3 Grundfarben sind immer Rot, Blau und Gelb, und Weiß kauft. Was ihr dann noch dazu kaufen solltet später, wenn ihr sagt, ja, ich bleibe dabei, das zeige ich euch dann im Anschluss. Ich habe jetzt für meine erste Übung
Cadmiumrot, das ist eine deckende Farbe. Dann habe ich Cadmiumgelb, das ist eine transparente Farbe. Und ich habe Ultramarinblau, das ist so halbtransparent. Und dann am Schluss noch Weiß, das ist eine deckende Farbe wieder. Und was ich immer empfehle, damit man am Anfang sich nicht so unter Druck setzt, dass man jetzt schon ein ganz tolles Bild machen muss, dass ihr die Farbe erst einmal anhand von einem Farbkreis ausprobiert. Da könnt ihr den Farbauftrag üben und könnt halt lernen, wie das Ganze so Schritt für Schritt, wie das alles funktioniert. Ihr macht einfach einen Kreis, der könnt ihr auch freihändig machen, der muss jetzt nicht super genau sein. Und dann schneidet ihr den Kreis im Endeffekt so wie eine Torte auf. Auch da, das ist völlig wurscht, ob da jetzt die Teile ein bisschen größer oder kleiner sind. Ne? Halbieren, vierteln und dann jedes Viertel nochmal dritteln. Insgesamt solltet ihr eben dann 12 Tortenstücke oder 12 Teile haben. Der Farbkreis, den finde ich immer ganz schön, weil man halt dadurch da immer Farben mischt, die dann zusammenpassen. Und weil man an dem Farbkreis auch die Farbgesetze so schön ablesen kann. Das werden wir dann, wenn wir jetzt dann miteinander noch den Kürbis malen, werdet ihr das gleich merken, wie wichtig das ist, dass man die warmen Farben und die kalten Farben, dass man weiß, wie man sich die mischt. Ein Tipp, der ganz wichtig ist: bitte fangt immer mit der hellsten Farbe zu malen an, weil das Problem ist, dass dunklere Farben eine helle Farbe wahnsinnig schnell verschmutzen. Und das wird euch am Anfang ganz oft passieren, dass ihr dann versucht, die helle Farbe wieder heller zu kriegen, indem ihr wieder helle Farbe reingebt, und das funktioniert nicht. Also fangt mit der hellsten Farbe an und ihr braucht jetzt da echt nicht viel, nur so einen Pinsel voll. Und füllt jetzt mal dieses erste Kästchen aus. Das muss alles nicht wahnsinnig toll sein. Man darf die Pinselstriche sehen, das darf ein bisschen dünner, ein bisschen dicker werden. Weil da geht es jetzt wirklich nur darum, die Farben einfach kennenzulernen. Ich würde euch bloß jetzt für den Anfang empfehlen, dass ihr möglichst unverdünnte Farben nehmt. Man kann Acrylfarben natürlich verdünnen, aber jetzt für den Anfang würde ich das mal einfach nicht machen. Okay, und dann nehmt ihr das Gelb, macht ein bisschen was in die Palette, und da müsst ihr jetzt ganz arg aufpassen. Nur eine winzig kleine, ganz wenig, seht ihr das, so wenig Farbe dazu nehmen, weil das halt unglaublich schnell färbt. Weil was wir jetzt als nächstes haben wollen, das ist so ein ganz helles Orange. Also im Endeffekt ja, wie so dunkelgelb. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt habe ich nicht genügend Farbe, und das ist für Anfänger auch immer so die Herausforderung, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, wie sie die gleiche Farbe wieder herkriegen. Ne? Mit welchem Mengenverhältnis, dass man eben dann reingehen muss. Das weiß ich auch nicht, ich muss das auch ausprobieren. Aber im Zweifelsfall immer ganz wenig von der dunklen Farbe nehmen, weil dunkler kann man leicht werden, aber heller nicht. Seht ihr schon? Die wird schon ein bisschen dunkler. Ne? Und wenn ich die jetzt wieder hell kriegen will, so hell wie die da, und versuche jetzt das mit der gelben Farbe da reinzugehen, dann dauert das ewig und ich habe einen ganzen Berg von Farbe. Wenn euch das passiert, macht ihr lieber Folgendes: Ihr macht die Farbe daneben und nur in diesen kleinen Rest gebt ihr jetzt die hellere Farbe rein, und dann ist genügend von der dunklen Farbe noch am Pinsel, dass das eben trotzdem sich mischt. Und dass die Farbe so ein bisschen fleckig wird, das liegt daran, dass eben das Cadmiumgelb eine transparente Farbe ist und das Cadmiumrot eine sehr deckende Farbe ist. Und wenn sich die nicht so hundertprozentig vermischt haben, dann hat man eben so diesen fleckigen Farbauftrag. Das macht aber nichts. Es sei denn natürlich, euch stört es, dann müsst ihr halt das mit ein bisschen Wasser verdünnen. Aber grundsätzlich ist das in der Malerei völlig in Ordnung, wenn man den Pinselstrich sieht.
Okay, jetzt haben wir da schon ein bisschen ein dunkleres Orange. Machen wir mal gleich ein bisschen mehr, geben wir ein bisschen mehr dazu. Und jetzt geben wir noch mehr dazu. Das darf schon ja, so ganz dunkelorange sein, so wie eine Blutorange vielleicht. So, und für das Feld, da wollen wir jetzt das reine Rot drin haben, da müsst ihr jetzt den Pinsel gut sauber machen. Und da ist es am besten, wenn ihr den immer so von hinten nach vorne erst abwischt, dass möglichst viel Farbe schon in dem Küchentuch drin ist und dass er dann den Pinsel vorsichtig auswascht. Und bitte nicht so nach unten stupfen, das kennen meine Kursteilnehmer alle von mir, da sage ich dann immer, der Pinsel schreit Aua, weil er sonst die Borsten kaputt macht. Also wirklich nur so unten hin und her wischen, dass halt die Farbe rausgeht und am Rand so hochstreifen, weil gerade bei so teuren Pinseln, da sollte man natürlich schon darauf achten, dass die lange halten. Ja, und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder, wie jetzt gerade mit dem Gelb. Wir tragen jetzt die reine Farbe auf. Und da könnt ihr natürlich jetzt schon erkennen, dass das Cadmiumrot wesentlich stärker abdeckt als eben das Cadmiumgelb. Und ja, dann geht es vom Prinzip her genauso wie mit dem Gelb. Ihr gebt ein bisschen was von dem Rot in die Palette und nehmt zunächst einmal ganz wenig Blau, weil das halt sehr schnell färbt. Und rein von der Farbtheorie her sollte das jetzt ein Violett geben. Na, das kennt ihr vielleicht schon aus den 3 Primärfarben, kriegt man alle Farben durch Mischen. Aber in der Realität ist es natürlich nicht so, weil das Ultramarin ein warmes Blau ist. Das heißt, es hat so einen ganz leichten Rotteil schon mit drin. Und das Cadmiumrot, das ist ein warmes Rot, das hat einen ganz leichten Gelbanteil mit drin. Und im Endeffekt kommen jetzt da 3 Grundfarben zusammen und dann kriegt man irgend so was bräunlich-violettes. Das ist aber völlig normal. Wenn ihr richtiges Violett haben wollt, müsst ihr einen anderen Blauton oder einen anderen Rotton nehmen. Dann wieder gut auswaschen, aus dem gleichen Grund wie gerade schon, dass man eben nicht die Farbe jetzt verfälscht. Beim Acrylmalen müsst ihr relativ oft das Wasser wechseln gehen, weil natürlich, wenn das Wasser irgendwann mal ganz schmutzig ist und ihr wollt eine reine Farbe haben, dann färbt das Wasser immer so ein bisschen mit. Wenn ihr Bilder malt, macht das nichts mehr, aber wenn ihr reine Farben haben wollt, dann ist ein sauberes Wasser schon wichtig. Da machen wir es jetzt umgekehrt. Wir geben jetzt zu der dunklen Farbe eine helle Farbe dazu. Da müssen wir aber von der hellen Farbe ziemlich viel dazugeben. Das macht man normalerweise eben nicht, aber da mache ich es jetzt, dass ihr das auch mal gesehen habt. Merkt ihr schon, das Gelb braucht sehr lange und ihr braucht da viel, bevor ihr das Blau heller kriegt. So, und jetzt zeige ich euch gleich ein Problem. Das gibt es ganz, ganz oft. Das passiert jedem, also auch erfahrenen Malern passiert das. Merkt ihr das, dass der Pinsel mittlerweile da oben so mit Farbe voll ist, dass der nichts mehr aufnehmen kann. Und wenn natürlich der Pinsel mal so dick mit Farbe voll ist, ne, und ihr wollt jetzt dann irgendwie fein malen, dann habt ihr ein Problem. Da müsst ihr halt dann immer wieder aufpassen, wie der Pinsel ausschaut. Ne? Wenn ihr merkt, okay, mein Strich wird nicht mehr so, wie ich das möchte, bitte den Pinsel gut abwischen und dann wirklich nur noch mit der Spitze die Farbe aufnehmen. Also sobald er dann wieder anfängt, ne, so breit in die Farbe reinzugehen, dann wird der wieder so dick und dann kriegt man einfach keinen schönen Strich mehr her. Und halt auch beim Mischen darauf achten, dass er möglichst nur vorne mit der Spitze so mischt, weil da ist das Gleiche. Ne? Wenn ich da jetzt anfange, breit mit dem Pinsel zu mischen, dann habe ich wieder ganz dick Farbe drauf und dann kann ich das nicht mehr gut steuern, wie die vom Pinsel runtergeht. Und da merkt ihr jetzt auch bei dem mittleren Grün schon, dass jetzt wieder diese Transparenz von dem Gelb mitarbeitet und dass das halt nicht mehr so schön gleichmäßig deckend von der Farbe her wird.
wenn man die Farben mal eine Zeit lang kennt, macht einem das nichts aus, weil man halt dann einfach weiß, wie man das Ganze vermeiden kann, ne? Dass man halt entweder dann 2-3 Mal drüber malen muss. Aber ihr müsst halt darauf gefasst sein, dass euch das passiert und dass das nicht an euch liegt, dass ihr nichts falsch macht, sondern dass das an der Farbe liegt. Dafür das letzte Teil reicht es völlig aus, wenn ihr das auf der Palette im Farbkreis selber vermischt. Da ist noch genügend Blau im Pinsel, dass das trotzdem noch grün wird. Ja, und wenn ihr den Farbkreis jetzt anschaut, kennt ihr bestimmt gleich das allererste Farbgesetz. Und das heißt, dass der größte Farbkontrast zwischen den 3 Grundfarben besteht. Wenn ihr da jetzt den Farbkreis anschaut, merkt ihr, dass das Gelb, das Rot und das Blau am stärksten rausleuchten. Und dass die Mischungen aus den beiden Farben immer schon ein bisschen gedämpfter sind. Dann erkennt man an dem Farbkreis unschwer, dass das warme Farben sind, dass das da kalte Farben sind. Und was auch noch ganz wichtig ist, man kann die sogenannten Komplementärfarben ablesen. Das sind die Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Und die passen von der Farbe her immer sehr gut zusammen. Die ergänzen sich gegenseitig optimal in der Farbwirkung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr macht den Kürbis jetzt dann in der Farbe, ne, dann könnt ihr dieses ganz dunkle Grün irgendwo im Hintergrund zum Beispiel benutzen und dann leuchtet der Kürbis ganz hell aus diesem dunklen Grün raus. Oder wenn ihr zum Beispiel so einen grünlichen Apfel malt, könnt ihr die Farbe irgendwo im Schatten oder im Hintergrund verwenden, dann habt ihr auf jeden Fall auch immer eine gute Farbergänzung. Ja, und was ihr jetzt dann als nächstes machen könnt, das ist natürlich, dass ihr die 3 Grundfarben in irgendeiner Form zusammenmischt. Da könnt ihr jetzt das ganze Blatt noch ausfüllen irgendwie und dass ihr die Farben auch mit Weiß mischt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Rot, wenn ihr das mit Weiß mischt, dann kriegt ihr so ein schönes Rosa. Dann geben wir das da mit rein. Und vielleicht erkennt ihr das dann auch, dass die Farben, die dann aus 3 oder mehr Farben bestehen, dass die in der Farbwirkung noch gedämpfter ausschauen als die im Farbkreis. Und man nennt das dann die gebrochenen Farben und das hier, das sind die reinen oder die rein bunten Farben. Und das ist eben auch was, das werden wir uns dann beim Kürbis zunutze machen, dass wir den Kürbis eben so relativ mit einer reinen Farbe machen und dass wir halt für den Hintergrund gebrochene Farben nehmen, dann leuchtet der Kürbis aus dem Hintergrund raus. Ja, und wenn ihr natürlich jetzt sagt, oh ja, die Farben, die gefallen mir und mit denen, da will ich bestimmt weitermachen, da will ich noch vieles ausprobieren, dann ist es natürlich so, dass die Farben, dass nur 3 Grundfarben um Weiß, dass das einfach zu wenig ist. Weil die Pigmente, das habt ihr gerade schon gesehen, die sind vom Farbauftrag her unterschiedlich. Und ihr kriegt zum Beispiel aus dem Rot und dem Blau, kriegt ihr nie ein schönes Violett. Und da ist es halt dann einfach wichtig, dass ihr euch noch andere Farben kauft. Und jetzt hole ich mal mein Buch nochmal, dass ich euch die zeige. Und zwar haben das normalerweise eigentlich alle Künstler, dass die immer von jeder Grundfarbe mindestens 2 verschiedene Variationen haben. Also zum Beispiel jetzt Zitronengelb und Cadmiumgelb, dann Cadmiumrot und irgendein Kamin oder Karmesin oder Krablack, also irgendwas kühles Rotes, dann Blautöne, ein Phthalo-Blau oder Preußisch-Blau und Ultramarinblau und dann noch 2 Erdfarben, das ist gebranntes Jena und lichter Ocker und Weiß und Schwarz. Und das sind Farben, also ihr müsst die nicht unbedingt alle gleich am Anfang haben, aber mit der Zeit werdet ihr merken, dass die einfach unersetzlich sind. Und wenn ihr dann natürlich Lust habt und vielleicht zum Beispiel viel Landschaft malt oder Pflanzen malt, dann könnt ihr euch auch noch fertige Grüntöne kaufen.
Aber da seid ihr dann wirklich gut bedient, da braucht ihr dann nicht riesen Malkästen, sondern da könnt ihr eigentlich alles dann damit abdecken. Ja, so als letzte kleine Übung male ich mit euch jetzt diesen Kürbis, den ihr jetzt dann eingeblendet seht. Im Buch habe ich dazu einen Apfel, habe ich als Übung einen Apfel aus Gelb und Blau gemacht. Und damit ihr halt mal seht, wie das mit Rottönen oder mit Orangetönen funktioniert, mache ich ihm jetzt diesen Kürbis stattdessen. Den Apfel habe ich schon mal gemacht als Video, den findet ihr auch auf meinem Kanal, den verlinke ich euch, falls euch das leichter fällt. Aber das sind beides sehr einfache Motive. Und ich skizziere den jetzt auch nicht großartig vor. Ich habe einen dunklen Malgrund genommen, das ist übrigens Leinwand, die habe ich grundiert, weil ich auch möchte, dass ihr seht, wie Acrylfarbe auf dunkler Farbe funktioniert. Das ist ein bisschen anders, weil man eben da öfter drüber malen muss, weil es nicht so gut deckt. Und da kennt man nochmal ganz arg den Unterschied zwischen eben transparenten und deckenden Farben. Also bloß, dass ihr das halt auch nochmal gesehen habt. Gut, dann mache ich jetzt mal eine ganz, ganz leichte Skizze. Nehme ich jetzt gleich das helle Orange, das ich da vorhin gehabt habe. Und beim Kürbis ist es genau wie beim Apfel und bei allen Früchten, die solche Streifen haben. Den Streifen, den ihr da vor euch seht, den seht ihr gerade von oben nach unten und zu den Seiten hin biegt sich das immer so ein bisschen. Und am Rand verschwinden diese Streifen. Und da ist es halt vom Farbauftrag her ganz sinnvoll, wenn ihr jetzt dann mit dem Pinselstrich auch diesen Streifen folgt. Und wir mischen uns jetzt für die Lichtseite, also für die linke Seite in dem Fall, mischen wir uns so ein ganz helles Orange, einfach aus Rot und Gelb. Und da seht ihr schon, dass das einfach nicht ganz drüber deckt, dass da der dunkle Untergrund mitarbeitet. Ja, und je weiter, dass wir jetzt darüber kommen, desto dunkler wird der Kürbis auf der Seite. Und das mache ich ganz einfach so, dass ich da jetzt ein bisschen Blau in mein Rot gebe. Und da immer ein bisschen Gelb dabei, also das muss so ein bräunliches Orange werden. Da oben wird es auch ein bisschen dunkler. Ich hoffe, das könnt ihr so erkennen. Das ist immer für Anfänger auch ein bisschen schwierig, diese hellen und Dunkelseiten zu erkennen. Genau. Ja, typisch, der Pinsel ist voll mit Farbe und wenn ich da jetzt versuche, eine helle Farbe zu mischen, wird mir das nicht gelingen. Also Pinsel gut abwischen, vielleicht wieder auswaschen und dann nochmal so ein helles Orange mischen. Und wie gesagt, ihr werdet jetzt da, gerade wenn man auf einen dunklen Untergrund malt, muss man halt dann einfach öfter drüber malen und die Acrylfarbe trocknet aber so schnell, dass das halt innerhalb von 5 Minuten trocken ist und ihr dann unbesorgt drüber malen könnt. Das ist der Riesenvorteil im Vergleich zu Ölfarbe, weil Ölfarbe halt dann ewig lang nass bleibt und dann verschmiert man es und dann wird es immer noch schlimmer. Und deswegen sind Acrylfarben für Anfänger einfach so toll. Und vielleicht erkennt ihr das jetzt schon, dass allein jetzt durch den Pinselstrich schon, dadurch, dass ich eben so dieser Strichführung folge, dass das dadurch schon ein bisschen rund ausschaut. So, und dann haben wir jetzt so ganz leichte Vertiefungen in dem Kürbis. Und da versuche ich jetzt mal so ganz vorsichtig, nur an ein paar Stellen, die so anzudeuten. Im Schatten muss man das Ganze umgekehrt machen. Da muss man das Ganze ganz vorsichtig ein bisschen aufhellen.
So, und bevor wir jetzt das Ganze weiter gestalten, machen wir den Hintergrund. Ich mache den jetzt auch so grau, wie er halt auch in dieser Schattenbox ist. Den könnt ihr natürlich auch blau machen, ne? Blau als Komplementärfarbe. Ist Geschmackssache, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und Grau mische ich mir einfach aus den 3 Grundfarben mit ganz viel Weiß. Und vielleicht erkennt ihr das schon, einfach dadurch, dass da so dieser leichte Blauschimmer drin ist, ne, diese Komplementärfarbe zu dem Orange, das reicht eigentlich schon. Also das tut dem Auge schon gut, wenn da so dieser Blaustich mit drin ist. Wenn ihr übrigens Leinwand benutzt, da ist dieses Verwischen natürlich leichter, weil das, dadurch, dass die dann Feuchtigkeit aufsaugt, bleibt die länger feucht. Und das ist halt, wenn man so gern so verwischt, dass man halt diese Pinselstriche nicht sieht, ist das eigentlich der bessere Malgrund. Ne? Bei Karton ist das immer nicht so einfach. Den Schatten mische ich wieder aus den 3 Grundfarben und halt mit wenig Weiß. Und wenn ihr jetzt den Farbauftrag fertig habt, so diesen Hauptfarbauftrag, dann könnt ihr jetzt das Ganze nochmal, könnt ihr jetzt Licht und Schatten noch mehr verstärken und dann halt auch mit so einem feinen Pinsel, mit einem Haarpinsel, auch diese hellen Streifen auf dem Kürbis noch drauf malen. In der Lichtseite kann man jetzt natürlich auch diese Lichter setzen. Ihr müsst da bloß immer aufpassen, dass ihr mit dem Weiß vorsichtig seid, weil Weiß hat so die unangenehme Eigenschaft, dass es Farben sehr schnell kalt macht. Dass das halt dann ins Rosane spielt und das soll nicht sein. Also da immer ganz wenig bloß mit dem Weiß arbeiten. Da unten habt ihr so ein bisschen eine Reflexion von dem helleren Grund, auf dem die Kugel steht, also auf dem der Kürbis steht. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen so mit Licht und Schatten spielen. Und da im Schatten habt ihr so ein bisschen eine kühle Farbe, ein kühles Licht. Das ist so ganz leicht heller. Das sind auch so Reflexe, die eben von der Seite so ein bisschen kommen. Und dann brauchen wir jetzt noch den ganz dunklen Schatten da drunter. Den mische ich mir aus dem Ultramarin mit Rot und ganz, ganz wenig Gelb. Das gibt so ein ganz dunkles, bläuliches Braun. Und dann nehme ich die Farbe auch ein bisschen verdünnt, dass ich den Strich schön scharf hinbringe. Ja, das war so das Einführungsvideo zum Thema Acrylmalen. Wenn euch Acrylmalen gefallen hat und wenn ihr sagt, da will ich weiterarbeiten, dann findet ihr auf meinem Kanal eine ganze Reihe von Anfängervideos. Sinnvoll ist es sicherlich, wenn ihr das Buch Schritt für Schritt durcharbeitet, weil das aufeinander aufbaut. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem von den anderen Videos wieder und freue mich schon auf euch. Bis bald!